halten, sondern nur It's also just like in memory. sobald jemand berührt oder er jemand berührt, fließt Leben. Da ist Heilung, da ist Befreiung, da ist neues Leben, da ist Auferstehung da. Und das ist easy. wenn du das Bild mal You're not hast, doing good stuff for dann your ist eine life. ganz neue Look at this. Motivation eigentlich zu leben. Weil dann heißt, wie kann ich mehr leben um mich herum eigentlich? Did you cross here is a big problem for me? Yeah. Because your head's very, yeah, oh my God. There's a lot of tension here. You can already see when you observe young people that they already have some kind of this. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Oh, nice picture, I have to say. Do you know this picture of this evolution? It starts with the monkey and then it's getting up, and then there's this guy walking, and now it continues that people are getting like more and more like this. So it's going back again. They're bending over their notebooks and so on. E-Mail bei mir zurückgesagt. Ich kann nicht übertragen werden. Hey Mama. My mama. Your grandma? You're my grandma? Kam nicht, nein. No. Wow, you have some dances out here. That's so crazy. Hier, nee, ist nicht da. Getting brown. Ja. Ja. Look. Zurückgewiesen. Geh mich nicht. Darum hat niemand geh mich nicht. Ich habe das schon falsch geschrieben. Barbara. Ja, mein Barbara. Du bist ja witzig, ey. Was ist das denn? Ich glaub das ja nicht. Das ist Ich habe gerade an das Wort erinnert, was ich in Kolumbien mal gefunden habe. Aus so einer großen Schale. Das ist so eine Kokosschale. Actually, I was thinking to go, I was leaving Munich on Saturday, on Sunday, go to Spain. Now what I'm thinking, I mean, after the reunion or whatever. And then I was leaving Munich that next morning, passed my way. Oh, no, they can do it now. Come on. Okay. Okay, can we keep going, please? You don't have coffee break in like 20 minutes. Are we still going to have break? You have coffee break in 20 minutes. We don't need coffee break actually. We're going to make it sure. We can enjoy some coffee. 1996 habe ich meine. Oh no. Und hier erst im Jahr 98. Okay, just spoke German on the phone, so okay, English. The next story is another miracle story. Die nächste Geschichte ist nochmal eine Geschichte mit einem Wunder. And I think you've heard, I'm sure you've all heard many preachings about that story. Und ich denke mal, ihr habt viele Predigten auch gehört über diese Geschichte. And there are many different lessons in that story. Und es finden viele Unterrichtseinheiten oder Lektionen in der Geschichte. But I want to point out to one that we sometimes overlook. Und ich möchte euch auf eine Sache hinweisen, die wir vielleicht oft übersehen. There is that story where there is that one story where friends bring that man to Jesus. Wir sehen diese Geschichte, wo 4 Freunde ihren Freund zu Jesus bringen. And they can't find any room, and the roof is taken. You've all heard, if you've gone to, if you grew up in the church, you have heard it many times, but even so, you've all heard that story. Und sie haben keinen Platz und sie wissen nicht genau, wie sie das machen sollen, zu ihm durchzukommen. Und ich denke mal, ihr habt die Geschichte schon oft gehört. And so they put him down right in front of Jesus, and Jesus looks at him, and what does he do? Sie legen ihn vor Jesus hin, vor seine Füße, und was macht er? What does he do? Your sins are forgiven. Okay, he talks to him, your sins are forgiven. Und er sagt zu ihm, deine Sünden sind dir vergeben.
And what's the reaction? Und welche Reaktionen kommen dann? Die Pharisäer und Schriftgelehrten sind sehr erschrocken gewesen und haben sich aufgeregt, weil sie gesagt haben, das Gotteslästerung, niemand außer Gott kann Sünden vergeben. The Pharisees and the scribes, they were really upset and they were said, that's blasphemy, no one besides God can forgive sin. You know, I mean, for us, we know Jesus forgives sins and we read on, and the important part for us is the healing, but the important part of the story is that part. Aber wir wissen, Jesus vergibt Sünden und wir wissen auch, er heilt, aber das Wichtige an der Geschichte ist wirklich diese Sache mit der Vergebung. Now, I want you to go back to Leviticus, and I know you've only read through it, but maybe you kept something in your head. Und geht nochmal einen Gedanken zurück zu 3. Mose. How did forgiveness work in the Old Covenant? Wie hat denn Vergebung mit dem alten Bund funktioniert? Durch Opfergaben. You had to bring a sacrifice. To sacrifice, okay, so there needs to be a sacrifice. Also du brauchtest ein Opfer. Green it is. Okay. Sacrifice. Also ein Opfer. Could you or I just go there and bring my sacrifice? No. Können du oder ich einfach hingehen, Opfer You need bringen? a priest. Priest. Also man braucht einen Priester. Der Tempel. And did somebody just say temple? Ja. Okay. Ein Tempel braucht auch. Remember, the sacrifice could only be brought, well, at the beginning it was the tabernacle, but later the temple. That was the only place. Also es brauchte entweder die Stiftshütte am Anfang, später dann den Tempel. So there was forgiveness in the Old Covenant, Also es gab Vergebung im alten Bund, but it was very limited. aber das war sehr begrenzt. You needed to go to the temple, Du musstest zum Tempel gehen, you needed a priest, du brauchtest einen Priester and you needed a sacrifice. und ein Opfer brauchtest du. Now, if Jesus says your sins are forgiven, Und wenn Jesus sagt, deine Sünden sind dir vergeben, what does he say about this? was sagt er dadurch über diese Sache? Still try to imagine that Jesus enters into the calling of Israel here. Und erinnert euch daran, Jesus geht in die Berufung von Israel hier hinein. Die Priester sind arbeitslos und The priests are unemployed now. the system is not running anymore. Das System ist überholt. Yeah, this is, but in which way does he say that? Aber wie sagt er das hier? What does he imply here? Was lässt er Ja. durchklingen? He says he's a sacrifice, the priest and the temple. Er sagt damit, ich bin das Opfer, der Priester und der Tempel. That's exactly what he says. Das ist genau das, was er sagt. And you know what? Und wisst ihr was? What's so exciting? Was so spannend ist, The Pharisees and the scribes got it. die Pharisäer und die Schriftgelehrten haben das verstanden. They got what he said. Die haben verstanden, was er sagen wollte. That's why they are saying this is blasphemy. Und deshalb sagen sie, das ist Gotteslästerung. You are changing the law of Moses. Du veränderst das Gesetz von Mose. You are not God, you can't do that. Du bist nicht Gott, du kannst es nicht tun. Jesus says, yes, I can, and I will show you that I can do it. Und Jesus sagt, nee, ich kann das und ich werde es euch zeigen. But I want you to see that what Jesus is doing is not saying all the old, it doesn't matter anymore. It's not saying, well, now everything is new, but he fulfills, he truly enters into it and he fulfills it. Aber Jesus sagt hier nicht, dass das Alte irrelevant ist, sondern er sagt hier, es ist etwas Neues, dass Jesus das erfüllt, was im Alten Testament gab. The imagery of the temple is of extreme importance. Das Bild des Tempels ist ganz wichtig. And you better stop me here, otherwise I will preach for the rest of the week about the temple. The priests, they had a significant place in Israel's story. Die Priester hatten einen ganz wichtigen Platz in der Geschichte Israels. And that God prepared a way through the sacrifice to having fellowship with humanity was extremely important. Und dass Gott einen Weg bereitet hat, dass er durch ein Opfer wieder Verbindung zur Menschheit hat, das war super wichtig. And Jesus says all of that was kind of a picture, a foretaste of the reality that will come when I'm here. Und Jesus hat gesagt, das war alles ein Bild, ein Symbol für die Dinge, die sein werden, wenn ich da bin. Und ich bin jetzt da. And to prove them that he truly has the right to change that, he heals that man. Und um ihm wirklich zu beweisen, dass er das Recht hat, es zu tun, heilt er diesen Mann.
And of course, the result cannot be anything else that they all were amazed. Und, Never seen anything like it. und beim Resultat sieht man ja, alle sind nur völlig erstaunt und, und preisen Gott. And that of course leads right away to some more opposition. Und dadurch kommt natürlich auch gleich wieder der Widerstand rein. In those next stories, we again find that Jesus turns the old into new. In den nächsten Geschichten sehen wir, wie Jesus das Alte in das Neue verwandelt. There are the sinners and tax collectors following him. Wir sehen, wie die Sünder und die Zollbeamten ihm folgen. And of course, that is very bad news for the Pharisees and the religious people. Und das ist für die Pharisäer und für die Religiösen eine sehr schlechte Nachricht. Jesus' answer is, I came to be with the sick. They need the physician. Und da sagt Jesus zu ihnen, ich bin gekommen, um die Sünder zu rufen oder zu den Kranken zu kommen, weil sie den Arzt brauchen. And of course, the Pharisees are even more sick than the sinners. They just do not see it. Und die Pharisäer sind natürlich noch mehr krank als die Kranken oder die Sünder. Sie sehen es nur nicht. And then right in the middle there is like an ABA structure here. Und dann finden wir eine ABA-Struktur. If you love structure, right in the middle of that is that parable or that simile with the old and the new, the old garment and the old and the new wineskin. Und dann finden wir hier, also für die Leute, die Struktur mögen mit der ABA-Struktur, finden wir auch eine Parallele oder einen Vergleich, wo es um die neuen Weinschläuche geht und das Alte und das Neue. We still talk about the same story, the old and the new. Wir sprechen immer noch von der gleichen Geschichte, wo es um das Alte geht und jetzt das Neue kommt. And of course it's the same story and it's completely new at the same time. Also es ist die gleiche Geschichte und trotzdem ist sie komplett anders und neu. Jesus enters into Israel's story and fulfills it. Jesus kommt in die Geschichte Israels hinein und erfüllt die Geschichte, die Berufung. And right after that we have again opposition from the Pharisees. Dann kommt wieder ein Widerstand der Pharisäer. This time about the Sabbath. Jetzt geht es um den Sabbat. Because his disciples just pick a little bit of grain while they're walking on the Sabbath. Und die Jünger sind jetzt am Straßenrand und pflücken ein paar Ähren, weil sie Hunger haben. By the way, that was legal. You were allowed to do that when you were hungry. Und das war auch eine ganz legale Sache. Wenn du Hunger hattest, konntest du einfach vom Feld ein paar Ähren mitnehmen. But it was considered harvesting, so it was illegal on the Sabbath. Aber man hat es Ernten genannt, also war das Arbeit und damit am Sabbat nicht legal. Now observe which story Jesus chooses to prove to the people that even in the old, sometimes those laws need to be broken. Und dann schaut mal, welche Geschichte Jesus sich ausgesucht hat, um hier zu sagen, hey, selbst im Alten Testament wurden gewisse Gesetze gebrochen. Have you never read what David did when he was in need and was hungry? Habt ihr nicht gelesen, was David getan hat, als er hungrig war? And he did something. He took the priests, the bread of the presence that were only for the priests. Und dann hat er nämlich die Schaubrote genommen, die eigentlich nur für die Hohepriester gedacht waren. Well, I don't know if you remember that story. Vielleicht erinnert ihr euch an die Geschichte, vielleicht auch nicht. But Jesus chooses that story out of a certain purpose. And again, the Pharisees got the hint here. Und Jesus hat die Geschichte nicht zufällig ausgewählt und auch hier haben die Pharisäer verstanden, was er sagen möchte. Because that is a story of King David when he was already anointed king but was not yet king. Wo es um die Geschichte ging von König David, der zwar schon zum König gesalbt war, aber noch nicht auf dem Thron saß, noch nicht König war. And this was a story when Saul was following him, persecuting him, trying to kill him. Und es war die Geschichte, wo König Saul ihn verfolgt hat, versucht hat, ihn gefangen zu nehmen und ihn umzubringen. There's the new king. Wir The haben new anointed king, den neuen König, der schon gesalbt ist, who is persecuted by the old. der verfolgt wurde von dem alten König. Now, I don't think the Pharisees missed that subtle hint here that, what's happening here? Ich glaube schon, dass die Pharisäer auch verstanden haben, welche Geschichte Jesus hier ihnen ganz besonders mitgibt. So I think if you know a little bit more about the background, I think some of those stories might make a little bit more sense.
Und wenn du den Hintergrund etwas mehr kennst, die Geschichte besser kennst, dann machen die Zusammenhänge viel mehr Sinn. And this next story now, there is another Sabbath story yet. We'll not talk about that, but he has a lot of those Sabbath stories because that's where he had the most conflict with the Pharisees. Dann haben wir noch eine Sabbatgeschichte. Das war oft ein großer Reibungspunkt mit den Pharisäern, aber da sprechen wir nicht weiter drüber. There are structure-wise. I don't do much structure with your books. You have no time for that, huh? Mit Struktur macht ihr wahrscheinlich nicht so viel über die Bücher. There are 3 cycles in the first half of the book. Also es gibt 3 Kreisläufe im ersten Teil des Buches. We always start with kind of a summary statement. Da gibt es immer erst eine Zusammenfassung. And then some stories about the disciples. Dann Geschichten über die Jünger. And then some teaching and healing stories. Und dann etwas über entweder eine Lehre oder auch eine Heilungsgeschichte. And the second cycle starts in chapter 3, verse 7. Und der nächste Zyklus fängt in Kapitel 3, Vers 7 an. And there we have that summary statement. He heals many. Und hier haben wir wieder die Zusammenfassung, er hat viele geheilt. And then we have the story where he goes up on the mountains to call those that he want to be with him. Und dann da haben wir die Geschichte, wo er zum Berg geht und dort die beruft, die mit ihm sein wollen oder mit ihm gehen möchten. And again, I want to point out a few hints that Mark puts here to get us thinking. Und auch hier nochmal den Hinweis, Markus schreibt hier gewisse Dinge, um uns ein bisschen anzuregen, zu denken. I would say that he goes up on a mountain might remind us a little bit of Moses going up on the mountain at Mount Sinai to get the law. Und hier einfach auf den Berg hinaufzugehen, sollte uns daran erinnern, wie Mose auf den Berg gegangen ist, um das Gesetz zu holen. And then he calls 12 disciples. Why does he call 12? Dann beruft er 12 Jünger. Warum sind es 12? Why 12, not 13 or 11? Warum nicht 11 oder 13? 12 tribes, okay. But the idea of the new people of God, I think, is very strong in the gospel. Not just in that one, but I think in Mark. Die Idee des neuen Volkes oder der neuen Menschen Gottes ist hier ganz wichtig in dem Buch auch und sehen wir oft. So there are those 12 representing this new family. Also sehen wir diese 12 Berufenen als eine Art neue Familie. And right after that, not surprisingly, we have some family stories. Und dann kurz darauf finden wir ein paar Familiengeschichten. Where now his family gives an answer to the question, who is Jesus? Wo auch seine Angehörigen, seine Familie Antworten darauf geben, wer ist Jesus? What does his family think? Was sagt denn seine Familie über ihn? I think he's out of his mind. It's crazy. Er ist verrückt geworden. You need to put him in an institution. Wir müssen ihn einliefern lassen. Here we have again one of those ABA structures that Mark likes a lot. Auch hier wieder eine ABA-Struktur, die Markus sehr gefällt beim Schreiben. We have the family. Wir haben die Familie. Then we have the controversies with the Pharisees. Dann haben wir the scribes. Dann haben wir diesen Krach mit den Pharisäern. And then it goes back from 31 to his family. Und dann geht es ab 31 wieder zurück zur Familie. And all gives an answer to that question, who is Jesus? Und alle antworten auf die Frage, wer ist Jesus? And here the Pharisees, or the scribes, I'm sorry, I should say they are scribes, most likely Pharisees, but it's told they are scribes. Also hier stehen die Schriftgelehrten erwähnt, manche von denen sind wahrscheinlich auch Pharisäer, aber hier steht Schriftgelehrte. They came all the way from Jerusalem. Die kamen aus Jerusalem. It's quite a ways from Jerusalem to Galilee. Und es ist schon eine längere Strecke von Jerusalem nach Galiläa. Most scribes from Jerusalem wouldn't go to Galilee because Galilee was not considered the true homeland. Und viele Schriftgelehrte aus Jerusalem würden niemals nach Galiläa gehen oder seltenst, weil es nicht zum Heimatland gehört. But they heard a lot about that Jesus and wanted to check him out. Aber sie haben viel über Jesus gehört und wollten einfach mal herausfinden, wer er ist. Think about that those are the scribes, the one that were the leaders in Israel, the one that were supposed to teach others about God.
Und erinnert euch daran, das sind die Schriftgelehrten, sie sollten sich auskennen im Wort Gottes und sollten auch den Menschen etwas beibringen über Gott. What's their answer to that question? Wie antworten Sie auf diese Frage, wer ist Jesus? He's the leader of the demons. Yeah, Er ist der Leiter oder der Anführer der Dämonen. he is Satan. Er ist They say, Satan. yeah. Sagen Sie. Where is this idea of Satan coming out all of a sudden? Because in the Old Testament or before we haven't read that much about it. Wo kommt denn diese Idee von Satan her? Aus dem Alten Testament, weil wir haben jetzt darüber noch gar nichts groß gesehen. That's a fascinating observation. What a minor role Satan plays in the Old Testament. He's basically absent. Das ist eine super gute Beobachtung und wenn wir nämlich gucken im Alten Testament, haben wir fast nichts erwähnt über ihn. He is, if at all, a supporting character, but not a main character. Also er ist niemals ein Hauptdarsteller im Alten Testament, sondern er spielt eine Nebenrolle. And it is interesting that especially in Mark it seems like there are demons on every single corner. Und in Markus scheint es, als wäre da in jeder Straßenecke ein Dämon warten. And I think again there is a purpose in it that this is not just a slide moving forward in a great story with God, but that is the turning point of the story, and light and darkness are now hitting full head on. Aber hier auch vielleicht der Hinweis, es ist nicht nur ein etwas Kleines Neues, was passiert, sondern wirklich eine große Wende in der Geschichte, wo das Licht und die Dunkelheit aufeinander prallen und wo eine große Wende kommt. And again, the demons understood who Jesus was and tried to stop him. Und die Dämonen haben verstanden, wer Jesus ist und haben versucht, ihn abzuhalten. One of the interesting story in the temptation story of Jesus in Mark. Was hier spannend ist in der Versuchungsgeschichte in Markus. In the other Gospels it says, "And the Satan left him," or the accuser left him. In den anderen Evangelien steht, der Tester oder Satan hat ihn verlassen. Satan means accuser, that's the same word. Also Satan bedeutet der Anschuldiger. But in Mark, he doesn't leave them. Aber in Markus lesen wir das nicht, er verlässt ihn nicht. I think Mark leaves that intentionally open because he shows that Jesus throughout his ministry struggles with the demonic. Und Markus lässt es hier auch offen. Jesus struggles with the demonic. Weil Jesus immer wieder diese Kämpfe mit den dämonischen Mächten hat in seinem Dienst. And of course it comes to a climax in the Garden of Gethsemane. Und es kommt natürlich zu einer Art Höhepunkt im Garten Gethsemane. When the final testing of Jesus happens. Wo dann der schlussendlich der letzte große Test auf Jesus war. So I think Mark does it intentionally of not giving an end to the temptation story because he says it isn't really over. Jesus is still in that temptation. Also Markus lässt es ganz bewusst offen, diese Geschichte mit Satan, und zeigt damit auch, dass immer wieder diese Herausforderung und die Konfrontation mit Dämonen da sein wird. The final temptation is in the Garden of Gethsemane to choose a different way than God has with Jesus. Und der schlussendliche Test für Jesus war, wird er einen anderen Weg auswählen als den Gott ihm gegeben hat. And I do feel it, it's jumping ahead, but it seems to be a real test that Jesus is real suffering there. There is that temptation to go the way of the world. Aber es ist wirklich ein großer Test, auch ein schwerer Test, der mit Leiden verknüpft ist und wo Jesus auch herausgefordert ist, wird er jetzt vielleicht doch den Weg der Welt folgen? Call the angels and take his throne by might and power. It seems, like this, there is that danger for him as well. So dass er in der Gefahr liegt, dass er vielleicht auch den Weg der Welt einschlägt und nicht den Weg, der von Gott ihm vorgeschrieben ist. Because he could have called, as he says, I can call a legion from heaven, and they will, he could have chosen to not go that way. Er hätte das ganz leicht wählen können, er hätte einfach eine Legion von Engeln bestellen können und die ihm unterstützt hätten und ihm geholfen hätten. The gospel shows he truly was man. In den Evangelien sehen wir, er ist wirklich Mensch gewesen. Sometimes we feel like, oh, he knows the end. It wasn't a big deal, and he just goes through 3 years and goes to the cross. Well, he knows he was. No, I think he shows he was truly man. He is completely identifying with us and goes through that. Man könnte sonst einfach denken, er wusste sowieso, wie die Geschichte ausgeht und er hat dann einfach gedient und konnte das dann aushalten und geht ans Kreuz und so weiter. Aber er war wirklich Mensch, er ist es durchgegangen, die Emotionen, die Leiden, alles, was ihm widerfahren ist, musste er als Mensch durchleben.
the writer of the letter to the Hebrews says he was tested in everything as we are. Der Schreiber des Hebräerbriefes schreibt, er war in allem, wurde er so herausgefordert und so getestet, wie wir getestet werden. The difference is that he never gave into sin as we always do, and so it gets harder and harder if you're not giving in. Und der Unterschied ist, dass Jesus niemals nachgegeben hat, niemals in Sünde verfallen ist, wie wir zum Beispiel, und deshalb wurde es für ihn auch immer schwerer und schwerer und schwerer. Okay, I want to briefly finish that story because it's an important story here, but it's those leaders of Israel that accuse Jesus now of being from the devil. Und um die Geschichte hier noch abzuschließen, sehen wir, dass es hier die Schriftgelehrten, die Leiter von Israel waren, die ihn beschuldigt haben, dass er der Satan ist. And what he does through the Spirit of God, und was er durch den Geist Gottes macht, they say is through Satan. Sagen sie, dass es eigentlich durch Satan passiert ist. Now in that context, Jesus says all sins are forgiven, but the sin against the Holy Spirit cannot. Und dann sagt er in diesem Zusammenhang, alle Sünden sind vergeben, aber die Sünde gegen den Heiligen Geist, die ist nicht vergeben. I think what Jesus is saying here is, was Jesus hier sagen möchte, I think, glaube ich, is if you reject the one thing that is your salvation, wenn du die einzige Sache, die dich retten kann, ablehnst, well, there is no salvation for you. Dann gibt es für dich keine Errettung. Now, does Jesus say that none of those scribes or Pharisees that accuse him here could not turn and realize later on Jesus was truly the Son of God? Sagt Jesus hier, dass die Schriftgelehrten und die Pharisäer sich nicht irgendwann vielleicht umkehren und irgendwann realisieren, hey, Jesus war wirklich Gott? I don't think so. Das glaube ich nicht. In fact, many of them will later on believe in him. Und ich glaube, dass viele von diesen Menschen später sich auch bekehrt haben und gemerkt haben, er ist Jesus. We see in Acts that a lot of the former Pharisees Paul became a Christian. Und wir sehen in der Apostelgeschichte zum Beispiel bei Paulus Paradebeispiel, wie sich viele dieser Schriftgelehrten auch bekehrt haben und das erkannt haben, wer Jesus war. I think what he says here, was er hier, glaube ich, sagen möchte, if you, after I came, still try to work with that system, wenn du immer noch versuchen möchtest, nach dem alten System zu leben, selbst nachdem ich gekommen bin, dann wird es nicht funktionieren. There are so many things that will happen. The curtain in the temple will turn. God will destroy the temple soon. That system is no longer there because the real thing has come. Dieses System wird nicht länger funktionieren, der Tempel wird zerreißen, den Tempel wird es irgendwann nicht mehr geben. Das alte System wird hinfällig werden. Now I strongly believe that all sin can be forgiven. Ich glaube ganz stark, dass jede Sünde vergeben werden kann. But if you reject the one place where there is forgiveness, well, then there is no forgiveness. Aber wenn du den einen Ort, den einen Platz ablehnst, wo man Vergebung erhalten kann oder bekommen kann, wird dir nicht vergeben werden. I think I say with great conviction that people that are afraid of having committed the sin against the Holy Spirit have not. Ich glaube mit großer Überzeugung, dass die Menschen, die irgendwie Angst haben oder Bedenken haben, dass sie vielleicht die Sünde gegen den Heiligen Geist begangen haben, die haben es mit großer Wahrscheinlichkeit nicht getan. Those people were not afraid. I think they see what Jesus does. Die Leute hatten keine Angst, sondern sie konnten sehen, was Jesus gemacht hat. They knew who he was. Sie wussten, wer er war. And decide to say this came from Satan. Und haben trotzdem behauptet, dass die Werke von Satan kamen. I think there is too much fear in Christians of having committed that sin. Und es gibt bei den Christen zu viel Angst dass sie diese Sünde begehen gegen den Heiligen Geist. If we look at that story and where it's written, wenn wir aber gucken, wo die Geschichte steht und in welchem Zusammenhang dieser Vers steht, I think it becomes
fairly clear what he's talking about. Wird es eigentlich recht klar hier, wovon gesprochen wird. I mean, there's one more time, a little bit more difficult passage in the letter to the Hebrews when it also talks about an unforgivable sin. Wir haben später noch mal eine Stelle im Hebräerbrief, wo über diese Sünde gesprochen wird, die nicht vergeben wird. But there too, I think the same idea is there. If you now... Aber die Idee ist Oh, ähnlich. sorry, we need to stop. Let me finish that thought and then I will write stuff. The same idea